Herzlich willkommen bei Videowissen. Wir sind wieder bei der Lehrerfortbildung im Haus der Astronomie, die gefördert wurde von der Wilhelm und Else Herreus Stiftung, und es gab Vorträge der Reifpreisgewinner. Jetzt kommt noch der Gewinner Martin Falk vom Albert-Einstein-Gymnasium und der Zukunftswerkstatt Buchholz, und er trägt vor über antiquarisches Licht im Schulteleskop. Was das ist, bin ich sehr gespannt. Viel Spaß! Dieser Titel hat etwas mit der Geschichte der entsprechenden Schüler zu tun, die das gemacht haben. Nämlich wir kriegten eines Tages einen Anruf, ob denn die Zukunftswerkstatt nicht 3 Schülern helfen kann. Zunächst erstmal 2, die zum Telefon gegriffen haben. Die kamen aus einer 30 Kilometer entfernten Stadt, Winsen an der Luhe, und wollten uns von der Zukunftswerkstatt befragen, ob wir ihnen helfen zu Albert Einsteins Relativitätstheorie. Das landete bei mir im Postfach und ich habe zurückgeschrieben, ja, wenn wir was machen können, dann kommt erst mal her, damit wir uns kennenlernen. Sie sind also brav angereist, und der nächste Schritt war, wenn man über Relativitätstheorie richtig mit Astronomie was lernen will, eignen sich die Quasare. Denn damit hatten wir ein bisschen Erfahrung. Wir haben ungefähr vor 4 Jahren angefangen, uns dafür zu interessieren, was kann man mit einer Schulsternwarte und Quasaren anstellen. Der nächste Grund war, wir sitzen im Speckgürtel von Hamburg, und Hamburg ist mit Quasarforschung weltberühmt geworden. Und dann dachten wir uns, so, wenn wir so 30 Jahre nach dieser berühmten Sache mal mit Schulastronomie dort reingucken, dann haben wir vielleicht auch ein paar Sympathien von Seiten der Sternwarte. Es kam auch zu freundlichen Kontakten. Und wie man sieht, ist das ein relativ neues Bild. Es gibt immer noch Fragen und spannende Forschungsergebnisse, was um die Quasare herum passiert. Und man kann sie natürlich im Schulteleskop tatsächlich auch sehen, allerdings eben nur auf dem Foto. Und damit beginnen dann die Schwierigkeiten. Also die beiden Objekte, die wir uns rausgeguckt haben, in Absprache mit einem damals Forscher, der es zur Veröffentlichung gebracht hat. Und diese beiden Quasare waren relativ berühmt, weil sie eben in der riesigen Entfernung auch noch optisch nachweisbar waren für Schulastronomie. Die sitzen also in der Nähe des Polarsterns. Damit hatten wir dann gleichzeitig ein Problem, denn wenn wir nach Norden gucken, dann stört der Hamburger Lichtkegel, und wir mit unserer Sternwarte Richtung Südheide blickend haben es zwar dann schön dunkel, aber der Nordstern ist gerade so zu machen, oder die Objekte um den Nordstern herum, wenn sie gewissermaßen in Richtung Zenit wandern, sodass es ein entsprechendes Aufgabenfeld gab. Die Arbeit der 3 Jungs ist gewissermaßen 5 Stunden Nachtarbeit und das 10-fache am Computer dann mit Lernen und so weiter. Das kennen Sie ja wahrscheinlich, ist nichts Besonderes. Jetzt müsste noch der Schnelldurchgang durch die Spektroskopie kommen. Das ist aber, wenn ich das richtig bedenke, bei Ihnen nicht nötig. Ansonsten geht es also jetzt darum, dass man vor die Kamera am Teleskop das berühmte, früher hieß das Bader-Gitter, 200 Linien pro Millimeter in einem entsprechenden Abstand bringt und dann darauf wartet, dass später am Computer auch das entsprechende Bild da ist. Damit ist das Problem da, der Quasar ist nicht zu sehen, das Spektrum auch nicht. Wenn man alles richtig macht, gelingt es aber trotzdem. Nach dem 3. Versuch hat es dann auch geklappt. Dann geht es zur Auswertung. Wir nehmen eine Software, die uns ein französischer Christian Bouy, den Sie im Falle des Falles gut kennen, zur Verfügung stellt. Diese Software zieht einen sogenannten Slice durch die Linie, die das Spektrum darstellt, und gibt eine grafische Darstellung, und damit kann man dann pixelgenau gewissermaßen rechnen. Wie gesagt, die Geschichte vom entsprechenden ersten Quasar, die hat in Hamburg Tradition gehabt. Ich habe ein paar passende Worte dazu gefunden, die aus der Arbeit von den Schülern sozusagen abgeschrieben worden ist. Unser Vorlauf war, dass wir 3 Jahre vorher, vor dieser Arbeit, schon mal Versuche gemacht haben mit dem berühmtesten, hellsten Quasar, dem 3C273, der relativ einfach mit einem Schwarz-Weiß-Spektrum
Gramm gewissermaßen identifizierbar war. Und das Ganze jetzt bei Schwächeren zu probieren, ist etwas ja, leicht größenwahnsinnig geworden, aber es hat letztlich dann doch funktioniert. Wir konnten also diese Messwerte von 1989 finden, und zwar, weil die Veröffentlichung natürlich angegeben hat, wo die entsprechende Spektrallinie im Spektrum zu sehen ist. Und bei 666 Nanometer mussten wir irgendetwas finden. Das war die Schwierigkeit. Wir haben beim ersten Mal nichts gefunden, weil dieser Abschnitt leider aus dem Bildfeld draußen war. Hängt eben damit zusammen, dass man sich zwar an den umliegenden Sternen orientieren kann, aber da es ja am Bildschirm von der Kamera nicht direkt zu sehen ist, war es etwas schwieriger. Beim zweiten Versuch ist ein Stern dazwischen gewesen, sodass man ein paar Nanometer vorher sozusagen eine Störung hatte, und beim dritten Mal hat es dann endlich geklappt. Das ist unser Bild. Wie man jetzt sieht, jetzt gibt es die Aufgabe, diese Stelle hier gut zu markieren. Also wenn Sie sich wundern sollten, wir machen 30 Sekunden Aufnahmen und setzen am Computer so viel zusammen, bis es für den schwachen Quasar, 14. Größenklasse, ein identifizierbares Spektrum gibt. Alles, was heller ist, ist natürlich überbelichtet, und die schwächeren, wie man sieht, kommen ja auch nicht in Frage. Da ist er, an dem Bild vorher konnte man also an einer bestimmten Sternkonstellation hier oben erkennen, worum es geht, und dann leitet man über die Sterne dorthin. Und wie gesagt, nach 5 Stunden Versuchen ist es dann einigermaßen gelungen. Die Kamera hat freundlicherweise eine hohe Empfindlichkeit gehabt an der entsprechenden Stelle, wo wir den Peak so gewissermaßen erwartet haben. Die Kamera ist aus dem Spendentopf einer Firma, die einer Zukunftswerkstatt gewissermaßen Geld investiert, in der Hoffnung, dass viele junge, talentierte Menschen dabei rauskommen. Und damit können wir also ganz gut arbeiten. Jetzt geht es darum, wenn man also dieses Bild hat, was hier einigermaßen gut noch zu sehen ist, sehen wir einen Spektrumfaden von diesem entsprechenden Stern. Das ist der Quasar. Und ab einer bestimmten Distanz gibt es das Spektrum. Jetzt kann man natürlich streiten, was ist da deutlich zu sehen. Wenn man den Rotkanal von der Kamera benutzt, dann ist hier an dieser Stelle offenbar eine Abweichung von der abfallenden Linie, was man gemeinhin als Peak nennt. Der nächste Punkt ist, wenn man sich darauf einigen will, damit zu arbeiten, muss man ein bisschen Mathematik benutzen, sonst gibt es kein gutes, stimmiges Ergebnis oder kein emotional anstachelndes Ergebnis. Das haben die 3 Schüler relativ schnell mitverarbeitet, und freundlicherweise gibt es dann den entsprechenden Zuarbeitung von älteren Schülern aus unserer Arbeitsgruppe, die das mal zusammengestellt haben. Also kann man das so zusammenfassen: Zwischen uns und dem Quasar gibt es einen Raum, der sich ausdehnt, und diesen Raum kann man, beziehungsweise diese Ausdehnungsgeschwindigkeit kann man so berechnen, dass es eben die berühmte Formel für die Geschwindigkeit des dahinziehenden Objektes mit Lichtgeschwindigkeit und dem Z-Wert ergibt. Der nächste Punkt ist die Hubble-Konstante, die heute mit 70 Kilometern pro Sekunde und pro Megaparsec benutzt wird. Die damalige Hamburger Auswertung hatte noch 50 Kilometer genommen, 1989. Und das führte letztlich zu dem Punkt, dass wir versucht haben, das, was die Hamburger gefunden haben, in unserem Bild mit unterzubringen. Das kommt dann also zu dieser Grafik, was mit Photoshop relativ leicht übereinander schiebbar ist. Wir haben also oben unser Bild und darunter die Originalgrafik aus dem Veröffentlichungspapier. Und wenn man alles anpasst, die Wellenlinien, Skalen, dann gibt es eine Ähnlichkeit dieser Auszeichnung, was den Juroren bei Jugend forscht reichte, um das als Beweis zu akzeptieren. Das Ergebnis heißt also, dass, wenn man das ausrechnet mit der entsprechenden Mathematik
oder den Rechenübungen dazu, dann landen wir bei 4,2 Milliarden Lichtjahren. Die Schüler haben das sehr schön nach vielen Übungssitzungen sozusagen präsentieren können und wir gingen mit einem 3. Preis in Physik, falsch angemeldet. Wir sind eigentlich als Astronomen, wissen Sie ja, mit Geo- und Raumwissenschaften beschäftigt, aber die haben bei der Anmeldung Physik gewählt und die Physiker waren glücklich. Der 3. Preis in Physik im Landeswettbewerb war besser als sozusagen der 1. Preis in Geo- und Raumwissenschaften. Den hätten wir auch nicht knacken können, weil der Preisträger wirklich eine wesentlich längere und umfangreichere Arbeit gemacht hat. Es gibt noch den 2. Quasar, wenn Sie das erste Bild noch in Erinnerung haben, der rechts vom Polarstern auf der Karte, wenn man nach Norden blickt, zu sehen war. Den konnten wir erstmal fotografieren. Man geht von der Sternkarte aus und von den Koordinatenangaben natürlich mit einer Kamera, die ein möglichst großes Sichtfeld hat, in den Himmel rein und tatsächlich, da ist etwas. Wieder in die Erstveröffentlichung hineingeguckt. Dort gibt es eine entsprechende Spektrallinie, die als Emissionslinie des Quasars gewertet wurde. Und das ist uns aufgrund der Probleme mit dem Wetter und der Lichtstreuung und so weiter nicht im ersten Anlauf gelungen. Das muss jetzt im Winter nochmal nachgearbeitet werden. Wir haben aber ein bisschen etwas erreichen können. Und zwar ist auf dem Foto, wenn man es genauer anguckt, bei dem Quasar ein grüner Punkt zu sehen. Oder anstelle des Quasars ein grüner Punkt zu sehen. Und grün in Astronomie ist relativ selten, lässt sich aber relativ gut erklären, denn an der Stelle, wo der Peak der Linie ist, beziehungsweise der Emissionspeak gewissermaßen ist, das ist um 500 Nanometer herum, wissen wir, dass das natürlich im Grünen ist, sodass also das normale Pixelbild einer Kamera schon ein bisschen darauf reagiert und den Stern oder das Bildobjekt gewissermaßen grünlicher darstellt. Wenn man mit dem Photoshop-Sensor reingeht, dann gibt es eben entsprechende Blau- und Rot- und Grünwerte, wobei der Grünwert entsprechend dominiert. Das haben wir als lohnenswerten Erfolg gesehen, dass man eventuell bei 16. Größenklasse den Versuch machen kann, das mit dem Spektrum zu kriegen. Gut hinzukriegen. Dann geht der nächste Schritt weiter. Man muss dann natürlich noch ein bisschen überlegen, was wir da eigentlich gemacht haben, beziehungsweise die Schüler gemacht haben. Diese Betrachtung der Helligkeit und entsprechenden Werten führt nach einiger Rechnerei zu dem Punkt, dass wir für den ersten Quasar, den 0624, eine Entfernung ausgerechnet haben. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und dann gibt es den Versuch, das zurückzurechnen. Wenn er denn in der Standardentfernung der Astronomie wäre, dann hätten wir eine zweite Sonne am Himmel. Und mit dem anderen genauso. Und damit wird natürlich dann klar, dass wirklich an den Quasaren irgendetwas Bedeutendes dran ist. Und die Schüler, die 3 Jungs, der eine davon ein besonders schlauer Mensch, der das entsprechende physikalische Grundwissen aus dem Ärmel schütteln kann, was man dafür braucht und das Periodensystem der Elemente fast auswendig kann. Die haben dann nicht schlecht gestaunt, dass sie tatsächlich etwas geschafft haben. Kurz zur Geschichte noch, wenn ich das noch darf, bevor ich auf den anderen Punkt zu sprechen komme, was wir jetzt noch mit dem Preisgeld anfangen wollen. Die Hamburger haben dieses Riesenteleskop, den Schmidt-Spiegel aus der Hamburger Sternwarte in Scala Alto nach Spanien ausgelagert, haben ein 80 cm Durchmesser Prisma mit 4 Grad Steigung oben drauf gelegt und munter Tausende von Fotos gemacht und mit einer solchen Maschine diese Fotos ausgemessen, um die Quasare zu identifizieren. Das andere Bild ist die Quasarforschung, das wissen Sie ja, von Martin Schmidt. 1963 ist das Foto gemacht. Er ist vor 2 Jahren, glaube ich, verstorben, im hohen Alter. Und Martin Schmidt hat mit einem ähnlichen Gerät optischer Natur, wo der Filmstreifen einfach beleuchtet wurde und dann mit einem Mikroskop ausgemessen wurde, den ersten, diesen 3273 Quasar
gefunden und damit sozusagen die Flöcke eingerammt in die Geschichte der Forschung. Die eigentliche Helligkeitsbeobachtung machen mehrere Gruppen. Hier habe ich gefunden den Frankfurt Quasar Monitoring. Ich weiß noch nicht mal, welche Astronomiestelle das macht. Es kann möglicherweise ein Privatmann sein. Der ist aber so in der Geschichte drin und hat die Helligkeitsschwankungen dieses besonderen Quasars sozusagen nachgemessen. Und die letzte Messung, die ich gefunden habe, von 22, zeigt also an, dass er ein bisschen heller geworden ist. Das kann aber möglicherweise an der Genauigkeit der Kamera liegen. Die haben wir bisher geschafft, von 2018 bis 2022 jetzt. Und der letzte gewissermaßen der mit dem Z-Wert von 3,2, das ist etwas größenwahnsinnig, gebe ich zu, aber wir hoffen, dass wir den mit einem neuen Team, die dann das alte nochmal lernen müssen, auch schaffen. So zusammengefasst hat die ESA das gemacht. Das ist Quasarforschung auf einen Blick und da oben ist unser Teleskop und das große, was damals für Hamburg jedenfalls den Ruhm erlangte. Und jetzt geht es weiter. Gleich kommt der Moment, wo ich Ihnen zeige, was wir mit dem Preisgeld angefangen haben. Ist länger schon bekannt, dass unsere Galaxie und die Andromeda-Galaxie sich irgendwann treffen werden. Und logischerweise, wenn man ein Spektrometer hat, könnte man auf den Gedanken kommen, das wollen wir mal messen. Der Kern von der Andromeda-Galaxie ist ja bekanntlich relativ schön hell. Ob es reicht, wissen wir noch nicht ganz. Was wir haben, ist dank der Fördergelder von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Heraeus-Stiftung und dass die Firma Jobin-Yvon mit Sitz in München, international allerdings, dann gesagt hat, wir können ja auch mal die Astronomie-Leute, die nördlich des Weitspursäquators sitzen, fördern, indem wir ein gebrauchtes Gerät zum halben Preis gekriegt haben. Und dieses Spektrometer, offiziell ein Monochromator, liefert also mit Wonne das Sonnenspektrum. Das heißt, wir fangen also unten im Violett an und fotografieren alle 10 Nanometer das Spektrum durch und setzen das am Computer dann zusammen. Und wie man sieht, gibt es relativ viele schöne Linien, sodass wir also die Hoffnung haben, mit einem größeren Gerät als ein 12-Zoll-Gerät eventuell ohne Probleme oder mit den normalen Problemen, die einfach zu einer guten Jugendforscharbeit gehören, dass wir etwas erreichen. Das ist ein Dobson, der von mir nach meiner Pensionierung aus einem alten Miet-Dobson zusammengebaut worden ist. Die Halterung für Okular- und Umlenkspiegel gibt es im Baumarkt als Abziehlatten in Alu, wiegen 1,5 Kilo und damit kriegt man ein relativ leichtes 16-Zoll-Gerät hin. Allerdings war es immer noch sehr schwer, nämlich 20 Kilo, sodass wir irgendwann, als ich gelesen habe, wir dürfen uns wieder bewerben für Reif-Preis, gesagt habe, wenn wir für 2.000 € einen leichteren Spiegel kriegen, der ungefähr 5 Kilo leichter ist, dann kriegen wir das Teleskop auch noch besser auf die Montierung rauf. Und genau das ist passiert. Die beiden, die da so freundlich grinsen, sind Vorarbeiter gewesen, mittlerweile beide Ingenieure und haben beim Besuch sich das dann mal angeguckt. Also unser Reifpreis steckt unten rechts in der Ecke. Das ist ein Spiegel von Skywatcher, den wir zum Glück auch noch zum Sonderpreis gekriegt haben. Und der Rest lässt sich relativ einfach mit Handwerksfähigkeiten sozusagen einbauen. Das nächste, was wir brauchen, ist allerdings zum Spektrometer eine Lichtfaser, denn das Spektrometer wiegt 15 Kilo und muss auf dem Labortisch stehen. Und diese Lichtfaser, das ist so eine Weihnachtsbastelei meinerseits. Mir hat ein Professor der TU Harburg gezeigt, in dankenswert langer Arbeit, gezeigt, wie man mit Lichtfasern umgeht. Und dieses Gerät funktioniert also so, dass wenn man durchguckt, man ein bisschen Sternenhimmel sieht. Und da wir natürlich nur auf helle Sterne gehen, auf sehr helle Sterne gehen, ist es kein Problem, die Sternscheibe so mit dem Teleskop zu steuern, dass sie in den Fasereintritt reingeht. Das gelingt beim Stern der 2. Größenklasse gut.
Bei Erster und noch heller natürlich sehr gut. Bei der Andromeda-Galaxie hoffen wir, oder besser gesagt im Moment nur ich und der Schüler, der das jetzt machen will, dass wir diesen hellen Kern einigermaßen gut einfangen können. Was dann dabei rauskommt, muss ich Ihnen beim nächsten Mal erzählen. Die spannende Sache, die noch durchzudiskutieren ist, da die Andromeda-Galaxie ja nicht einfach nur so in Richtung Sonnensystem driftet, sondern unsere Sonne eine bestimmte Winkelkonstellation zur galaktischen Ebene hat, muss man also berücksichtigen, zu welcher Zeit man aufnimmt. Und das ist so ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen, Förderung, bis man in etwa rauskriegt, wie die Relativgeschwindigkeit der Andromeda-Galaxie zu unserer Galaxie dann ist. Da gibt es allerdings eine sehr schöne Vorlage. Rüdiger Waas hat einen längeren Aufsatz darüber geschrieben, sodass wir ein bisschen abgucken können und nicht ganz einsam das Ganze durchdenken müssen. Dass es gehen muss und dass dabei es herauskommt, ist wieder dankenswerterweise von dem Herrn Christian Bouy, der am Pic du Midi arbeitet und auf seiner Webseite jede Menge Spektren von Quasaren und Galaxien veröffentlicht hat. Und das ist hier Aldebaran im Vergleich zum Spektrum von Messier 31, also der Andromeda-Galaxie. Und wie man sieht, gibt es eine Blauverschiebung des Magnesium-Tripletts. Das ist unsere beliebteste Linie, die wir messen können, weil unsere Kamera da besonders empfindlich ist, und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Letzter Bemerkung, ich gehöre zu einer Truppe, die in Berlin ihr Büro hat. Das ist Science on Stage, und wer noch nie was von Science on Stage von Ihnen gehört haben sollte, darf gerne bei mir vorbeischauen. Ich habe so einen kleinen Flyer dabei und sage Ihnen was. Das ist gewissermaßen der Konkurrenzbetrieb zur altehrwürdigen MNU. Wir haben solche Sachen probiert, um moderne, sagen wir, Naturwissenschaftsförderung im Klassenverband anzustellen.